Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Jura aus Irkutsk begrüßt euch ganz herzlich. Heute, am 1. Februar 2025, haben wir in der Stadt eine Kältewelle, ja, erfrischend kalt, aber ich beschloss trotzdem, so einen Spaziergang in meinem Bezirk zu machen. Auf dem zugefrorenen Stausee war ich spazieren. Auf dem Eis konnte ich die Eisfischer sehen. Sie sitzen in ihren Zelten und wollen etwas fangen. Ja, vermutlich macht das Spaß. Unter meinen Füßen knirscht der Schnee. Hier in meinem Bezirk Solnichny steht der Eisbrecher Angara. Das ist ein Schiffsmuseum. Vermutlich kennt ihr schon dieses Schiff aus meinen früheren Videos. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, dann mache ich entweder ein Foto oder ein Video. Ja, sieht schön aus. Das Schiff hat eine sehr interessante Geschichte. Wenn ihr irgendwann in Irkutsk als Touristen unterwegs seid, dann ist ein Besuch in diesem Schiffsmuseum besuchenswert. Weiter, neben dem Eisbrecher Angara, gibt es ein Eisstädtchen. Die Kinder spielen dort sehr gerne. Das ist eine beliebte Stelle für die Familien mit Kindern, um hier so einen Spaziergang zu machen. Und bei gutem Wetter kann man hier immer viele Menschen sehen. Einige kommen sogar aus anderen Teilen der Stadt Irkutsk, um hier einen Spaziergang zu machen. Hier am Wasser macht es immer viel Spaß, besonders im Sommer, wenn es draußen warm ist. Und bei der Hitze zieht es vom Wasser angenehm kühl. Deswegen mag ich diesen Bezirk sehr gerne. Und ich bin sehr froh, hier zu wohnen. Das war lange Zeit mein Traum, in diesem Bezirk zu wohnen, und im vergangenen Jahr ist dieser Traum, dieser Wunsch endlich in Erfüllung gegangen, und jetzt wohne ich hier zur Miete. Durch die Bekanntschaft konnte ich hier so eine günstige Miete finden. Ich habe schon mal gesagt, dieser Winter ist in Irkutsk sehr mild für sibirische Verhältnisse. Im Dezember und Januar hatten wir so wärmere Temperaturen im Vergleich zu den vergangenen Wintern. Ja, zwischen -8 und -15 waren die Temperaturen. Und jetzt, Ende Januar, Anfang Februar, haben wir einen Kälteeinbruch. Er dauert eine Weile, hält länger an, vermutlich 3, 4, maximal 5 Tage, dann muss es wärmer werden. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Bald kommt der Frühling und ich persönlich freue mich sehr stark auf den kommenden Frühling. Dann haben wir mehr Sonne. Und die beste Zeit, um den Baikalsee zu besuchen, und zwar im Dorf Listwanka, ist Ende Februar, Anfang März. Dann ist es draußen warm, gibt es noch mehr Sonne, und die Touristen kommen dann zum Dorf Listwanka, um am Baikalsee die Zeit zu verbringen. Weil, wie gesagt, der Winter war mild und der Baikalsee konnte erst jetzt richtig zufrieren. Zuerst war der Baikalsee bei der Insel Olschon zugefroren, aber seit letzten Tagen, wo es die Kälte herrscht, ist jetzt der Baikalsee fast überall zugefroren, und zwar im Dorf Listwanka und im Ort Sludjanka. Das Eis ist noch nicht so dick genug, man muss aufpassen, lieber nicht so mit dem Auto dadurch zu fahren. Später, im Februar, kann das möglich sein, aber jetzt nur zu Fuß laufen. Wäre das noch sicher, ohne Gefahr. In Irkutsk ist der Stausee schon lange, noch Ende November, zugefroren. Das ist gar kein Problem, hier auf dem Eis zu laufen. Herzlich willkommen in Irkutsk, liebe Freunde. Noch ein paar Informationen möchte ich über den Österreicher Klaus aus Australien erzählen. Ich habe seine Geschichte schon kurz erwähnt in einem früheren Video von mir. Und Klaus kam nach Irkutsk Anfang Dezember des vergangenen Jahres. Erst heute, am 1. Februar, hat er die Stadt verlassen. Zuerst wollte Klaus so ein Grundstück mit Familienhaus kaufen. In Betracht waren die Grundstücke auf dem Weg von Irkutsk nach Listwanka, aber dann hat er sich anders entschieden, war auf der Suche in Sludjanka. Nach langem Hin und Her hat Klaus doch eine 3-Zimmer-Wohnung im Ort Sludjanka gekauft. Ich denke mal, das ist eine gute Variante. Das Leben in der Wohnung hat auch Vorteile, und für die Sommerzeit kann man dann so eine billigere Dacia kaufen, und das reicht eigentlich. Klaus hat eine Familie, hat Kinder, und ja, so, die Wohnung ist auch geräumig,
und im Winter kann man dort gemütlich und glücklich wohnen. Aber für den Sommer, für die Sommerzeit reicht eigentlich so eine billigere Dacia aus. Das ist eine sehr gute Variante. Ich gratuliere Klaus zum Kauf der Immobilien am Baikalsee, wie er das schon lange haben wollte. Ach so, liebe Freunde, ihr wollt wahrscheinlich wissen, was der Preis war. Also für die 3-Zimmer-Wohnung im Ort Sludjanka hat Klaus 6.300.000 Rubel gezahlt. Ja, der Preis ist angemessen und finde nicht schlecht. Das Haus ist aus Ziegel gebaut. Die Wohnung hat die Fläche 90 Quadratmeter. Die vorherigen Besitzer haben das ganze Möbel mitgenommen. Nur die Küche ist geblieben. Die Wohnung ist noch renovierungsbedürftig, aber nicht so extrem. Aber man muss noch ein bisschen etwas investieren, um sie gemütlicher zu machen. Und besonders gefällt mir der Blick auf die Eisenbahn und in der Ferne kann man sehr gut den Baikalsee sehen. Das ist der fantastische Blick. Nächstes Mal, wenn Klaus wieder rüberkommt und mir das erlaubt, dann mache ich ein Video aus dem Fenster seiner Wohnung. Also, liebe Freunde, der Ort Sludjanka ist ein Geheimtipp von mir für euch. Dort entsteht eine internationale Gemeinde. Der Amerikaner Daniel vom YouTube-Kanal Wild Siberia lebt dort schon mit seiner russischen Frau. Deswegen lade ich euch gerne nach Sludjanka ein, wenn ihr am Baikalsee leben wollt. Das ist eine gute Variante und mindestens für einen Besuch lade ich euch ein, um selbst zu schauen, was dort passiert und wie die Gegend aussieht. Also, liebe Freunde, danke, dass ihr mit meinem Kanal weiterbleibt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen und ich wünsche euch alles Gute im Alltag. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.